Herzlich willkommen bei In die Ferne. Ich habe mich bei meinem Minicamper-Ausbau für einen Hochdach-Kombi entschieden, und zwar ein Opel Combo C von 2008. Und mittlerweile weiß ich, so ein Hochdach-Kombi als Minicamper, das hat nicht nur Vorteile. In diesem Video erfahrt ihr, welche Einschränkungen es mit diesem Modell geben kann, welche Dinge ihr bedenken solltet und worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch so ein Opel Combo C holt. Das genaue Modell des Wagens ist also ein Opel Combo C von 2008 mit 90 PS. Er hat einen 1,4 Liter Benzinermotor, Twin-Port Ecotec heißt das Teil. Falls ihr das Video über den Ausbau noch nicht kennt, dann verlinke ich euch die Roomtour hier oben. Da zeige ich alles im Detail, was ich da gemacht habe. Ja, was muss man jetzt bei dem Modell beachten und was gibt es da für Besonderheiten? Bei diesem Opel Combo ist es so, dass man die Heckklappe, also der hier hat eine Heckklappe, nicht von innen öffnen kann. Und wenn man den als Minicamper nutzen will, ist das natürlich sehr, sehr nervig. Und auch diese Abstandshalter für die Heckklappe funktionieren nicht, weil wenn man die Heckklappe in den Abstandshalter einrasten lässt, schließt sie einfach nur mit ein bisschen Abstand zum Rest der Karosserie. Das heißt, man hat zwar Luftzufuhr, aber man kommt trotzdem nicht hinten aus der Heckklappe raus. Ich muss hier immer aus der Seitentür raus. Man kann das aber beheben. Es gibt Leute, die haben schon hinten die Verkleidung abgenommen, Seilzüge reingebaut und so, sodass man manuell die Klappe hinten aufmachen kann. Aber sollte man einfach wissen, wenn man sich so eine Karre für den Umbau zum Camper kauft. Ich hätte in diesem Hochdach-Kombi auch dann für manche Sachen keinen Platz, wenn ich den Ausbau anders geplant hätte. Also es geht nicht alles, man muss irgendwo Abstriche machen. Zum Beispiel kriegt man mit so einem Hochdach-Kombi einfach keine Stehhöhe, es sei denn, man ist ein sehr kleiner Mensch. Und ansonsten Dusche fällt dann natürlich weg. Ganz viel entscheidet sich darüber, ob ihr einen festen Ausbau oder herausnehmbare Boxen macht. Zum Beispiel sowas wie eine Bequemlichkeit mit fester Küche, dass man auch von innen kochen kann und nicht eine Heckklappe, Heckküche, ausziehbare Heckküche hat. Entscheidet halt so ein bisschen mit darüber, wie man dieses Auto hier ausbaut und auch, ob man es wieder rausnehmen kann oder nicht. Und das bestimmt natürlich, wie viel Zeug ihr zusätzlich noch darin transportieren könnt, wie viel Stauraum ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel Fahrräder mitnehmen wollt oder so große Sportgeräte wie Surfboards, das geht hier alles so einfach nicht. Wenn man es gleichzeitig noch bequem haben will, muss man sich halt besondere Lösungen, zum Beispiel auf dem Dach oder so, überlegen. Und ansonsten sollte man das einfach nur wissen, wenn man sich für so einen kleinen entscheidet, dass man dann entweder Flexibilität hat und Sachen wieder rausnehmen kann und das Ding auch als Alltagsauto nutzen kann, dann ist es aber nicht so komfortabel zum Campen. Wer bei so einem Hochdach-Kombi sagt, nee, ich will lieber die größere Liegefläche haben, der hat dann halt diese ausziehbare Heckküche und muss im Zweifelsfall bei Regen, Wind und Kälte draußen im Stehen kochen. Und da hatte ich keinen Bock drauf und habe mich deswegen dafür entschieden. Und dann habe ich weniger Liegebreite, aber habe den Komfort, dass ich immer von innen kochen kann und dafür nicht direkt aus dem Wagen rausgehen muss. Das sind so Entscheidungen, die man dann treffen muss. Der nächste Punkt ist das Alter des Autos. Also wenn ich jetzt einen Wagen von 2008 nehme, habe ich zwar das Glück, dass er natürlich günstiger ist, als würde ich einen Neuwagen nehmen, aber dass man auch auf jeden Fall auf bestimmte sensible neuralgische Punkte achten muss, wie zum Beispiel die Türdichtung oder so. Da kann es dann, zumindest ist es bei mir so, dass sie halt schon sehr trocken und porös waren und dass da zum Beispiel Feuchtigkeit über diesen Weg ins Auto gelangen kann. Es gibt so ein paar Dinge, die man dann einfach anders im Blick halten muss, wenn man sich für ein altes Modell, altes Auto entscheidet. Und das ist definitiv ein Nachteil. Ein anderer Nachteil bei diesem Auto und Modell ist, es ist nicht so leicht, bestimmte Zusatzteile oder Ersatzteile zu finden. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Windabweiser für die Seitenschiebetüren. Wenn ihr genau für dieses Modell irgendwo jemanden kennt, der die nicht in Gold aufwiegt, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und genau das gleiche gilt für den Dachgepäckträger. Also es gibt ein Zusatzkit, das man dann extra kaufen müsste und so, ist aber in der Kombination mit allem drum und dran, was man bräuchte, um auf diesem Ding eine Dachbox anzubringen oder irgendwie groß was zu transportieren, ist ja ein bisschen komplizierter, als wenn man ein gängigeres Modell nehmen würde, wo man nicht erst lange auf Gebrauchteil und Ersatzteil und Zusatzequipmentseiten suchen muss. Und noch ein sehr, sehr großer Nachteil ist, wie schwach der Motor ist, wenn es bergauf geht. Gerade auch wieder, ich wollte einen Berg hochfahren und dazu zusätzlich ist es ein bisschen nass und es lag ein bisschen Laub auf der Straße. Da
weint der schon im ersten, zweiten Gang manchmal rum, je nachdem. Wenn er über die 50 ist und so, ist das alles kein Problem. Aber bis 50, da muss man im Kombo immer gut zureden. Da hat man wirklich das Gefühl, man hat so einen, ja, so einen lamoyanten Senior an der Hand, wo man da mal ab und zu gut zureden muss. Wenn ihr solche Videos hilfreich, interessant oder unterhaltsam findet, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid, dass euch sowas gefällt und machen sowas häufiger. Nachteil 6. Man wird mit dem Kombo einfach nicht ernst genommen. Weder auf der Autobahn, beim Überholen, beim Beschleunigen, an der Ampel, egal wo. Wenn ich mit einem anderen Wagen unterwegs bin, egal was für ein Modell jetzt, von welchem Hersteller, es kann Renault, Ford oder auch Audi, BMW oder so sein, die Autofahrer benehmen sich komplett anders. Definitiv, wenn ich mit dem Kombo irgendwo auf einer Straße fahre, innerstädtisch, wo es zwei Linien hier, zwei Spuren gibt, definitiv kann die Person es nicht ab, dass der Kombo irgendwie vor dem fährt, obwohl ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte. Es muss immer einer kommen, der dann sagt, nee, ich will hier aber schneller fahren, du mit deiner lahmen Ente, mit deiner untermotorisierten Kackkarre. So. Genau wie an Ampeln. Also ich fahre doch keine Rennstarts mit dem Kombo, aber immer so. Okay. Stellt euch darauf ein, die anderen Autofahrer benehmen sich aggressiver, wenn ihr mit so einem alten Hochdach-Kombi Opel Combo C unterwegs seid. Als Fazit muss ich dennoch sagen, ein Hochdach-Kombi oder speziell der Opel Combo als Mini-Camper-Basis hat für mich auch viele Vorteile. Man kriegt Ersatzteile sehr, sehr günstig. Und ja, Reparaturen sind jetzt nicht so furchtbar teuer und der ist ein relativ solides Fahrzeug und der Einkaufspreis auch gebraucht war extrem günstig und ja, Platz gibt es auch genug. Das mit der Hecktür ist cool, Seitenschiebetüren auf beiden Seiten ist cool, Aufstellfenster. Es gibt auf jeden Fall Vorteile und das sollte nicht den Eindruck erwecken, dass die Nachteile hier überwiegen, aber die gibt es auf jeden Fall. Sollte man realistisch bleiben. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr, falls ihr irgendein Auto ausgebaut habt, was für ein Modell das ist, was für ein Wagen und warum ihr euch dafür entschieden habt und welche Vor- und Nachteile ihr seht. Was ja, gibt es da auf jeden Fall, was euch schon aufgefallen ist, was irgendwie ein Nachteil wäre und seid ihr damit trotzdem noch zufrieden? Würde mich interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.